Ja, zweiter Teil, Interview Angelo Kelly auf dem Kanal von Lehmann Audio. Angelo, lass uns über HiFi reden. Ich muss aber dazu sagen, Interview ist das jetzt nicht wirklich. Doch, natürlich. Wir reden über alles Mögliche. Ja. Ich find's cool, du hast dir nichts aufgeschrieben. Nein. Das ist wie wir am Telefon immer. Ja, natürlich, klar. Einfach über. Und das lassen wir auch alles so drin. Wobei am Telefon lasse ich dich auch ein bisschen mehr reden. Oder? Alles Ich gut. hoffe es. Alles gut. Schau mal, wir sind hier nicht, damit ich rede, sondern wir sind, damit du reden kannst. Ja, ich wollte das nur klarstellen. Ja. So, ab und zu darfst du dann 2 Minuten reden, dann ich wieder 20 Minuten. Ja, lass uns über HiFi sprechen. Ja. Wonach suchst du die Sachen aus, die bei dir stehen? Naja, ich gehe der Sache ein bisschen von verschiedenen Blickwinkeln. Also auf einer Seite ist es so, ich bin Musiker. Das heißt, ich weiß, wie ich Instrumente hören möchte. Ich weiß, wie ich meine eigene Stimme hören möchte. Ich weiß so diese Aspekten, sei es im Studio, auf Bühnen, In-Ears, über Boxen, wie auch immer. Ne? Und dann bin ich aber auch einfach Musikhörer und ignoriere die einzelnen Instrumente, sondern das gesamte Eindruck. Und das ist auch etwas, was sich entwickelt hat. Aber ich musste mich mit dem Thema HiFi auch in den letzten Jahren einfach mehr beschäftigen, um näher ans Ziel zu kommen, näher an das zu kommen, was mir gefällt. Ja? Ich hatte ein Grundverständnis schon im Studiobereich, aber das ist nicht 1:1 HiFi. HiFi sind dann nochmal spezieller, andere Gegebenheiten, andere Räumlichkeiten und so weiter. Und so kurz gesagt, mein Ziel ist eigentlich immer, Musik so nah wie das Originale zu hören. Das heißt, ich will nicht... Kommt mir sehr entgegen, ja. Ich will nicht Lautsprechern, ich will nicht HiFi-Komponenten haben, die ihren eigenen Senf dazugeben. Ich will nicht irgendwie übertriebenes Röhren drauf, auch wenn das wunderschön sein kann. Bisschen Röhre finde ich toll. Ich will nicht Lautsprechern, die alles so übertrieben machen oder bombastisch oder die Höhen ganz raus irgendwie, ne? Und das ist das, was für mich gedauert hat und wo ich dann, manchmal habe ich Sachen gekauft, weil die waren irgendwo Secondhand und ursprünglich super teuer und da dachte ich, hier kriege ich einen tollen Satz Boxen, die sonst normalerweise das Dreifache kosten. Und das ist ja auch als Verein und man lernt. Aber in den letzten paar Jahren konnte ich dann mir die Sachen zusammenbringen und habe da auch viel recherchiert und habe das alles auch mehr oder weniger, die meisten Sachen auch neu gekauft, weil ich nach dem Gehör gegangen bin und nicht nach die Gelegenheit. Also ich bin nicht so, oder gibt es gerade ein Angebot oder hier auf Kleinanzeigen und so. Und das kann man machen, wenn man Geduld hat und wenn man genau weiß, was man sucht. Aber genau, also für mich war jetzt so die letzten 2, 3 Jahre die Priorität, die Komponenten zusammenzubringen, die mir für meine Vorstellung die Musik so wiedergeben, wie es möchte. Und hab mir einfach Zeit genommen, habe mir einfach überlegt, welche Amps mir gefallen, wo die Philosophie das ist, was für mich das Richtige ist. Ich finde, Luxman geht halt sehr die Musik nach und nicht unbedingt, versucht nicht irgendwie so rauszustechen mit irgendwas Bestimmtes. Ne? Und dann, dafür stehst du ja sowieso. Ne? Also du versuchst ja deine Produkte so zu machen, dass möglich eine sehr, sehr feine und aufgelöste Wiedergabe ist, aber du versuchst da nicht irgendwas in irgendeinen Charakter zu schieben. Ne? Das ist richtig, ja. Oder die Leute so umzuhauen mit gewissen Platten, die dann dazu passen würden, sondern wenn die Platte kacke klingt, dann hast du auch nichts dafür. Und wenn die Platte toll klingt, dann kommt es bei dir toll raus. Ne? Also genau, und das ist so. Und einer der letzten Schritte für mich waren halt die Lautsprechern und da wollte ich auch weg von Sachen, die einen so weghauen, sondern ich wollte Sachen, Lautsprechern haben, die wirklich sehr, originalgetreu das wiedergeben. Und für mich war es dann am Ende die Manger P2s. Ich glaube, als ich meine eigene Stimme darüber gehört habe, das erste Mal, dachte ich so, das habe ich noch nicht mal im Studio gehört. Egal welches Tonstudio in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, habe ich meine Stimme noch nie so gehört
wie ich weiß, wie sie klingt. Also da war ich so, wow, okay, also es liegt ja nicht immer an den Mikros oder irgendwas, dass meine Stimme sich leicht verändert, sondern die Lautsprechern, in dem Fall jetzt, ich höre meine Stimme, das ist meine Stimme, 100%ig, ohne eine, egal, auf jeden Fall, genau, und ich bin da total happy momentan. Ich bin noch nicht zu Ende, es wird bestimmt hier und da noch was addiert und beim Kabel bin ich noch nicht ganz komplett fertig. Ich muss noch ein paar Stromkabel noch dazu kaufen. Momentan habe ich von TCI nur 2, aber ich habe insgesamt 4 Geräte da am Laufen, deswegen muss ich da noch. Das ist, ja, genau. Ja. Aber ich glaube, wir haben das alle, ne? Dass wir dann nie ganz fertig sind. Ja, ja, das ist richtig. Ja. Wie wichtig ist in deinem Raum die Raumakustik? Total wichtig. Ich bin noch nicht komplett fertig. Ich brauche noch ein bisschen was am, wie heißt es da? Nicht Dach. An der Decke. An der Decke. Aber ich würde sagen, ich bin 60-80% da ungefähr, würde ich sagen. Ja, ich wusste das zwar schon immer, aber vielleicht noch nicht die Zeit gehabt, mich wirklich damit beschäftigen zu können. Aber ich würde auch jeden empfehlen, bevor man jetzt eine HiFi-Anlage, die 5.000 Euro kostet, denkt, man muss aufstocken auf 10.000. Erstmal gucken, wie das Raum ist. Und wenn man den Raum besser herrichtet vom Sound her, dann wird man erstmal den größten Schwung nach vorne bekommen. Weil andersrum, wenn man sich tolle neue Lautsprecher kauft, dann nach ein paar Wochen aber merkt, man ist immer noch unzufrieden, dann, man weiß ja gar nicht, woran liegt es. Ne? Insofern, der Raum ist schon als allerwichtigsten erstmal und zumindest so ein paar Basics, ein Teppich und die Reflexionsflächen so ein bisschen abzudecken, harte Ebenen ein bisschen zu vermeiden und ja, so die paar Basics. Aber es gibt auf YouTube so viele Videos, die so einfach Grundverständnis eingeben und wo man erklärt bekommt, worauf man achten kann oder sollte. Wenn man die richtigen Videos schaut, ne? Ja, aber einfach trotzdem einiges anschauen und dann probieren. Und selbst wenn es nur mit Sachen, die man hat, ne? Und dann auch der Klassiker, die Lautsprechern einfach an der Wand tun und dann Musik an und dann immer paar Zentimeter. Erstmal gucken, wie viel Abstand, was passiert da und dann den Winkel und dann wie weit auseinander. Ne? Und da gibt es natürlich im Netz ein paar Richtlinien, die man sich anschauen kann, aber für einen selber, je nachdem, welche Komponenten und wie der Raum bei einem wirklich ist, muss man es vielleicht dann nochmal ausprobieren. Aber es ist toll und es macht einfach so viel aus. Ja. Wenn du dir neue Komponenten holst, neue Teile für deine Anlage, ja, machst das dann so, dass du dir halt einfach YouTube-Videos anschaust und dann die Sachen straight orderst oder gehst du in den HiFi-Handel? Also ich glaube, ich mache eine Mischung aus allem. Erstmal finde ich es immer gut, wenn man viele Leute kennt und Leute kennt, die auch wirklich Know-how haben. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel viele Drummer kenne und gute Drummer kenne und einige von denen erzählen mir, wie toll, ich weiß nicht, dieses neue Becken oder Snare ist. Und die Leute, die mir das erzählen, auf denen gebe ich wirklich, weißt du, ich weiß, die wissen was, die sind richtig gute Leute. Dann ist das für mich schon mal, wo ich sage, okay, das muss ich mir anhören, weißt du? Also im HiFi-Bereich nicht anders. Wenn ich Leute kenne, die damit viel zu tun haben, dann ist das fantastisch. Als ich das Technics SL1000R gekauft habe, habe ich dadurch den Rainer auch kennengelernt, der ja sozusagen dann den Support auch ist, gerade für diese Flaggschiff. Ne? Und er kümmert sich um die Kunden, die das kaufen. Und der hat mich dann, was ich dann vorher gar nicht geahnt habe, aber ich dachte mir, okay, das wird der erste Schritt sein, aber dann muss ich mich damit beschäftigen, die weiteren Arme, welche Tonabnehmer und so Sachen und Kabel und so. Und er war direkt mir zur Hilfe und hat mir dann direkt auch ein paar Tipps gegeben. Habe ich ihn das gefragt und das gefragt. Ja. Dann meinte er, okay, wenn du einen 12 Zoll Arm suchst, in Berlin gibt es eine super Firma, alles Handarbeit. Ja, lange. Tonmechanik Berlin. Großartig, ja. Daraufhin habe ich das mir angeschaut, war begeistert
Und insofern, ein Rainer ist einfach eine Bank. Der weiß einfach so Bescheid und absolut. so gut. Absoluter Glücksfall. Das heißt, da habe ich mir auch bei manchen Sachen, musste ich das gar nicht selber direkt checken, sondern habe ich gesagt, okay Rainer, wenn du es sagst und du sagst, das ist das Beste, fuck it, das kaufe ich, weißt du? Ja. Und hat er ja selber nichts davon. Es ist ja nicht alles Technik geblieben oder irgendwas. Und super. Also so Leute kennenzulernen, selbst Leute, mit denen man nichts zu tun hat. Hier, Pink Team. Wie heißt der nochmal? Karl-Heinz Fink, ja. Genau. Ihn kennenzulernen letztens fand ich auch großartig. Also generell Leute, die in ihrem Werk, in ihrem Bereich wirklich Meister sind, das sauge ich auf. Ne? Und das finde ich toll und höre da genauer hin und versuche da ein bisschen diese Tipps zu nehmen und mir das dann selber anzuschauen. Genau. Und bei Manga war es zum Beispiel so, als ich recherchiert habe über die Geschichte von denen und auch die Daniela, wie die das alles macht, war ich sofort begeistert. Alles in Deutschland hergestellt, alles einfach die Familienstory, dann auch die Philosophie dahinter, mega. Aber ich wusste, ich muss die mir anhören. Ne? Und dann habe ich mir einen Laden rausgesucht, wo die da sind und habe da vorher angerufen, ob ich da reinkommen kann und mir eine Stunde oder so 2 nehmen kann. Und das waren die in Berlin, Rausch und Schall, glaube ich. München, Rauch und Schall. Ja, Berlin, München, genau. Boah, sorry. Und genau, und dann habe ich 15 Platten mitgenommen, die ich sehr, sehr gut kenne. Und da war übrigens gerade ein SL1000 Technics, er war da, von den Rainer, der war gerade da hingebracht irgendwie für eine Weile. Deswegen super, direkt mit meinem Plattenspieler zu hören. Und da war auch sogar dein Gewicht drauf. Das war noch gar nicht auf dem Markt, aber Rainer hat es da, glaube ich, liegen lassen. Genau. Und deswegen ich kenne das Ding schon. Also ich okay. war sehr begeistert. Sehr, sehr, sehr gut. Ich wollte es ja letztens von dir eins kaufen, aber du hattest noch gerade keine. Also kann ich jetzt mittlerweile eine kaufen? Absolut, darf ich das? Die sind da, ja. Ja, sehr gut. Okay. Auf jeden Fall, genau, da habe ich mir die Boxen dann in Ruhe angehört. 2 Stunden lang und die Platten rauf und runter und wow, ich war einfach nur geplättet und deswegen, ich habe mir dann direkt welche gekauft und bestellt und will aber irgendwann auch die mal besuchen und ich hoffe, Daniela lässt mich da rein und dass ich da mal alle mal den Hand geben kann und sagen kann, Dankeschön, Dankeschön. Ja. Wie dein Kollege hier unten, der da an jedem Gerät rangeht, habe ich ihm auch Danke gesagt für den Jubilee Decade. Was auch immer er daran gemacht hat. Ja. Genau. Wie wichtig sind HiFi-Messen für dich? Ich hatte eigentlich noch nie Erfahrung damit. Okay. Meistens sind die am Wochenende und wenn ich mal in Deutschland war in den letzten Jahren, dann meistens wegen Konzerte, TV oder irgendwas. Und ich war tatsächlich vor ein paar Monaten oder ein halbes Jahr das erste Mal in Mörster. Beim Analogforum, ja, ich erinnere mich. Es war das erste und bisher einzigste, aber ich würde das gerne mehr machen. Also ich hoffe, in Wien im High-End vorbeikommen zu können. Anfang Juni, ja. Genau, bisher habe ich keine Termine da drauf. Ich hoffe, das bleibt so. Und dann werde ich versuchen, dahin zu gehen. Einfach gar nicht mal, um Sachen zu sehen, die ich neu kaufen will, sondern eher Leute kennenzulernen und auch das Ganze, die Eindrücke zu bekommen und auch die Differenzen, die Philosophien der verschiedenen Marken. Das finde ich alles sehr reizvoll. Ja. Von der Wiedergabetechnik zurück zur Aufnahme. Du nimmst deine Platten inzwischen nur noch analog auf und ohne Overdubs. Also das heißt, ihr seid alle zusammen im Studio, spielt und das geht zwar auf getrennte Spuren von der Mehrspur, aber die ist analog und das bleibt so, wie es ist und wird hinterher nur abgemischt. Korrekt. Was hat dich dazu gebracht? Meine Liebe zu Schallplatte und das Sammeln und das Hören hat mich in den letzten 10, 15 Jahren wieder sehr, sehr geprägt und wieder sehr zurückgebracht zu meiner, die Erstliebe der Musik hören als Kind. Und die Schallplatte hat das in den letzten 10, 15 Jahren bei mir nochmal sehr, sehr verstärkt. Und ich habe da in den letzten Jahren immer mehr so ein bisschen so einen Konflikt gespürt, dass gerade die Musik, die analog aufgenommen war und auch komplett live eingespielt wurde, mir am allermeisten gefallen hat, mir am allermeisten berührt hat.
für mich am meisten authentisch war, echt war, reizvoll war, all das. Für mich wirklich Kunst letztendlich. Und richtig. ich wiederum selber hatte mich daran gewöhnt, Alben digital aufzunehmen. Alben aufzunehmen, wo man hintereinander spielt, wo man Sachen overdubbt, wo man Sachen vielleicht editiert teilweise. Ich habe es nie übertrieben, also nicht alles zu 1000 zerhackt und auch nicht die Stimme irgendwie Autotune oder irgendwas benutzt, aber trotzdem digital aufnehmen, nicht alle gleichzeitig aufnehmen, all diese Sachen. Warum auch immer die Gründe. Manchmal war es ja auch, um mehr Trennung vom Sound zu bekommen, besseren Sound zu haben. Besseren Sound, ja, was auch immer das bedeutet. Manchmal war es auch einfach zeitlich, dass man sagte, okay, dann haben wir die Bass-Tracks und jetzt Kids und Kira und ich, wir singen jetzt die Chöre. Ne? Also manchmal war es auch praktische Gründe oder zeitliche Gründe. Und es gibt ja auch manchmal Alben, da werden die Sachen gespielt und dann kommt der Drummer rein oder ich in dem Fall vielleicht und da werden 3 Tage lang nur die Drums eingespielt oder Drums und Bass gleichzeitig. Auf jeden Fall, das ist ja immer noch relativ Musik machen. Ich meine, die allermeisten Platten heute sind nicht mal das. Die allermeisten Platten sind einfach irgendwelche programmierte Drums und irgendwelche Loops und irgendwelche Scheiß. Also, weißt du, das ist ja oft, was du im Radio hörst, ist ja außer der Sänger, der komplett verfremdet ist und zerhackt ist der Rest noch nicht mal von jemand gespielt worden. Geschweige von alle zusammen und ohne Edits. Aber, weißt du? Ja, klar, natürlich. Aber trotzdem, es hat mich sehr gewurmt und ich wollte das einfach nicht mehr. Und ich habe mir gewünscht, dass Künstler mehr analog aufnehmen und mehr komplett so das Vertrauen haben zu sagen, wir spielen einmal und wenn das nicht gut genug ist, dann sind wir nicht gut genug. Aber wir werden jetzt nicht biegen, sondern entweder es reicht oder es reicht nicht. Ne? Und ich habe mir das gewünscht von anderen Künstlern und bis ich dann irgendwann für mich gesagt habe, warte mal, ich will das von anderen Künstlern, aber mache es selber nicht. Ja. Das geht nicht. Und deswegen vor 3-4 Jahren war bei mir die Entscheidung, nie wieder ein Album digital aufzunehmen. Also ein Studioalbum. Live muss ich schauen, rein technisch und so weiter, muss man gucken. In der Zukunft würde ich gerne auch so machen. Aber ein Studioalbum habe ich für mich entschieden, das war's. Egal, was die Konsequenz ist, wie teuer das ist, wie aufwendig, wie unkommerziell. Erstmal für mich das Prinzip, damit lebe ich nicht mehr. Und jetzt muss ich meinen Kopf reinsetzen, wie geht das? Worauf muss ich achten? Was muss ich lernen? Welche Studios gehen? Wie kostet das? Und so weiter und so fort. Aber wenn man sich erstmal zu committet und entscheidet, dann ist der Rest einfacher. Dann ist man nicht hin und her. Und so kam das mit Grace. Das war dann sozusagen das erste Versuchen der Art. Ja. Das war dann vor 3 Jahren ungefähr, 3,5 Jahren. Und da war es aber auch etwas einfacher. Also klar, der Sprung war schon so aufregend, aber es war insofern einfacher, dass wir noch keine Drums und E-Gitarren hatten, sondern es war sehr akustisch. Wir waren zu 6 im Raum zusammen, aber es war halt nicht so laut und auch einfacher vielleicht zu probieren. Und ist toll geworden. Und das waren auch Songs, die ich nicht geschrieben habe. Das heißt, es war eher so eine Art Konzeptalbum, eher so alte irische Balladen. Deine irischen Favorites sozusagen, genau, ne? Aber mit so einem gewissen dunklen Ton. Also es war schon sowas, was man eher zum späten Abend hört. Ne? Das ist nichts für ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne? Das hat mir super Spaß gemacht und es hat auch super geklappt. Und als ich dann vor einem Jahr oder so entschieden habe, ich mache ein neues Album und alles neue Songs und so weiter, wusste ich, das wird eher rockig werden und meine komplette Band und mit E-Gitarren und all drum dran. Nicht bei allen Songs, aber bei einiges zumindest. Da dachte ich, okay, das ist jetzt die nächste Stufe. Ne? Ja. Alles Songs schreiben, die Band arrangieren alles, producen, so wie ich es hören möchte. Alles auf Band, alles One-Take. Ich habe dir im Auto ein paar Songs vorgespielt. Ja, Hammer. Was du da gehört hast, das waren entweder First Take oder Second Take. Ja. Wir haben fast bei keinem Song den Third Take genommen, also es kam oft gar nicht dazu. Sondern, und ich finde das toll. Also das ist das Einzige, was mich jetzt noch interessiert. Ja, ganz ehrlich, ich denke, dass in dem Zusammenhang, gerade mit dieser
Dominanz von KI im Musikbusiness, die sich hier abzeichnet, dass die Art, das zu produzieren, ja auch für eine sonst nicht erreichte Authentizität sorgt. Ja, es war nicht, ein Gedanke, als ich das damals entschieden habe. Ja, Aber ich glaube, jetzt spätestens würde das auch ja, ein Grund sein für mich, den Schritt zu machen. Und ich hoffe, dass es Künstler geben wird, die jetzt dadurch vielleicht endlich in diese Richtung gehen. Aber für mich war die wirkliche Entscheidung dafür, ich konnte das für mich nicht mehr unter einen Hut bringen. Meine Leidenschaft zur Musik, wie ich das höre, mir ganz, ganz wichtig ist, wo ich das aufsauge, war fast komplett rein analog. mhm. Und ich selber, was ich beitrage zur Musik, was es da draußen gibt, Neues, war dann nicht analog. Und deswegen, das war für mich der erste Schritt. Und zusätzlich kommen für mich immer mehr ethische, moralische Fragen. Also, indem ich alles One-Take mache, keine Edits, keine Overdubs, ehrlicher, authentischer geht's nicht. Und das fühlt sich so gut an. Das Ja, fühlt sich so richtig an. ja, Und ich habe das Glück, eine fantastische Band zu oh haben. ja, Ich habe das Glück, auch einiges gelernt zu haben, wie man singt, wie man schreibt, wie man auch einen Song gestaltet, wie man produziert, wie man arrangiert. Ähm, ich kann mit meiner Band in den Raum gehen, arrangieren am gleichen Tag, Vorschläge gerne hören, aber denen auch schon Sachen mitzugeben, wo ich sage, da wollte ich, dass ihr sowas in der Art spielt und das. Und wir kennen uns so lange, dass wir innerhalb von ein paar Stunden dann alle wissen, was wir tun. Ein paar Mal das üben, ein paar Mal dann, aber ich singe und spiele und höre aber gleichzeitig, was ja eigentlich ein Produzent meistens des Luxus hat im Regieraum. ja, Aber ich kenne uns alle so gut und habe das so im Kopf für mich schon eine Vision, dass ich dann sage, jo, wir haben das und jetzt nehmen wir auf und dann nehmen wir auf und das war's. Und das ist, da wäre ich noch nicht bereit gewesen. Vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, das hätte ich noch nicht das Know-how, den Handwerk noch nicht gehabt. Ich hätte da niemand noch im Regieraum gebraucht, der sagt, mhm. Angelo, alles toll, aber hier in dem Frequenzbereich oder es fehlt an Harmonie hier oder irgendwie das. Ähm, also, ne, deswegen, aber genau, also für mich spielen mittlerweile auch ethische und moralische Gründe. Der Glaube ist bei mir sehr, sehr wichtig im Leben. Das Mhm. heißt, das fließt auch mit ein. Nicht nur meine Songtexte, meine Melodien, sondern auch die Art und Weise, wie ich aufnehme, ist für mich Sprache. Ist genauso ein Statement, die authentisch echt ist oder gelogen ist, letztendlich. Ja, und dieses Bewusstsein hat sich in den Jahren entwickelt und ich kann nicht dann plötzlich so tun, als würde ich es nicht wissen. Weißt du, wenn ich das weiß als leidenschaftlicher Hörer, als jemand, der es herstellt, der es macht, wenn ich immer mehr verstehe, was es alles bedeutet, das Editieren und Schneiden Ja, und Overdubs oder auch die Stimme verändern, dass das alles Wege sind zu verfremden oder sich zu verstecken oder irgendeinen Trend nachzugehen, wenn ich immer mehr weiß, dass das Sprache ist, dass es eine Entscheidung ist und dass es eine Entscheidung für Authentizität, für Menschlichkeit, für auch das mehr Heilsame mhm. oder ob es eher das Stolz und Pride und Gelogene und ja, klingt jetzt also ein bisschen zu over the top, aber weißt du, ich bin 43 und wenn ich jetzt nicht in den letzten Jahren mehr und mehr bewusst die Sachen mache, dann wann dann, weißt Ja, du? völlig richtig. Also es ist ja, deswegen, das fließt alles mit irgendwo. Ne? Ja. Du hast die Arbeit an deinem aktuellen Album ja praktisch fast beendet. Das Mastern steht jetzt noch aus und ein paar Sachen müssen noch gemischt werden. Genau, Zum also Zeitpunkt dieses Interviews wenn, hier. während wir noch Interview machen, bin ich noch zur Hälfte in dem Mix. Ja, Also ich muss gleich nochmal los, ne? ja. Aber wenn das rauskommt, glaube ich, bin ich schon mit Mastering fertig oder fast irgendwie so, keine Ahnung. Ja, Ich glaube, wenn es jetzt rauskommt, bin ich gerade in LA oder sowas okay, ja. zum Master. Und was ich sehr cool fand, du hast die Tour bewusst in kleinere Venues gelegt,
wenn ich das richtig verstanden habe, auch um die Eintrittskarten erschwinglich zu halten? Naja, es ist eine Mischung aus mehreren Sachen. Du hast, erstmal spiele ich mehr, deshalb sind die Läden ein bisschen kleiner. Mhm. Also wir haben alle so Clubs, so um die Tausendergrößen und keine Hallen. Mhm. Wenn man Hallen spielen würde, 2.000, 3.000er Größen mit Veranstalter und so, dann würde man vielleicht 10, 20 Shows machen. Das ist so der Klassiker. Aber dann hast du mehr so Einzugsgebiete. Ja, klar. Dann spielst du Frankfurt und das war's. Währenddessen jetzt bei der Tour spiele ich Aschaffenburg, Mainz, Heidelberg, irgendwie, Okay, weißt du, ich ja. spiele dann 3, 4 Shows in der Gegend, weißt Ja. du? Das heißt, ich wollte mehr spielen, das ist alles erst nächstes Jahr, mehr spielen und auch in die möglichst größten Clubs, die es geht, wo noch eine Bühne da ist, Licht hängt, eine Anlage, die ordentlich ist, auch so dementsprechend ausgesucht, dass die gut ausgestattet sind, dass ich wollte nichts einsparen in der Band. Mhm. Reise ist oder so wichtig, aber ich wollte jetzt nicht einen Riesenaufwand in jeden Halle, wo man rein muss. Kommt da eine Bühne rein, Genau, kommt 3 da Trucks oder 4 alles. oder 5. Das heißt, du hast so viele Mehrkosten, damit du überhaupt spielen kannst. Ne? Mhm. Und dann auch keinen überregionalen Veranstalter, sondern auch alles direkt mit den Läden. Das heißt, ich habe vieles so rausgeschnitten, damit die Tickets wirklich 30 Euro und ein paar Gebühren. Also, aber selbst die Clubs, manche haben es nicht mitgemacht. Manche haben gesagt, können wir nicht machen, Anschluss. Das muss schon 40 Euro sein. Und ich so, okay. Also wir haben die Clubs ausgesucht, die damit auch d'accord waren, das mitzumachen. Mhm. Genau, und für mich ist dieses Album und diese Tour, geht es darum, für mich quasi neu zu entwickeln Mhm. und etwas zu starten, was ich hoffentlich in den nächsten 10 Jahren so, ja, aufbauen wird, musikalisch und auch von dem Publikum. Und dann wollte ich möglichst viel auf Tour sein, um möglichst viele Leute zu erreichen, ähm, dass die nicht alle zu mir müssen, sondern ich eher zu die kann. Ne? Und auch im Ausland, also sind 7 Länder insgesamt dabei. Wow. Und Ja. genau, also hätten noch ein, zwei noch addieren können, aber das hat sich so jetzt erstmal ergeben. Ja. Genau, und das ist cool. Aber es wird im Prinzip keine große Pyro oder was auch immer, sondern ich stehe mal mit meinen 6 Musikern, wir stehen zu 7 da, alle, die auch auf dem Album gespielt haben. Weißt du, das sind alles Musiker, mit denen ich zum Beispiel Florian am Schlagzeug, Florian Bungert, Klaus Fischer am Bass, Matthias Kraus am E-Gitarren und auch Klavier teilweise. Mit die 3 arbeite ich seit 20, teilweise 25 Jahre. Ja? Und mit den anderen 3, das ist Callum Stewart, Ilium Pipe und Whistles und Flutes, Adam Rhodes an der irischen Bouzouki und Backing Vocals und dann Thomas Callister im Fiddle. Mit den 3 arbeite ich seit 10, 12 Jahren. Mhm. Also ich bin auch kein Künstler, der seine Musiker oder Band austauscht, sobald er ein neues Management hat, was ich noch nie hatte. Also auch Management, genauso wie Songwriting-Camps, Management kannst du mich mit jagen. Gibt es nicht bei mir. Weg, da ist die Tür. Ja. Nee, das sind meine Freunde, das sind meine Brüder. Und tatsächlich, manche der Gründe für mich zurückzukommen war, mit denen auch weiter die Reise zu gehen. Weißt Mhm. du? Musikalische, reizvolle Ziele zu haben, ein Album zu schreiben, welches mich interessiert, so Sachen. Das Monetäre oder das irgendwie Nummer 1 werden oder dies oder das oder in der Szene als, der ist voll am Start gesehen zu werden. All diese Sachen, das interessiert mich nicht. Also früher auch nicht so sehr wie manch andere Leute, aber heute auf jeden Fall nicht. Und genau. Insofern, die Jungs, die auf die Bühne sind mit mir, wir haben eine Brüderschaft schon lange und die verstärkt sich nur noch. Ja. Ja. Und wir scherzen auch sehr viel rum und alle kriegen es ab. Und ich auch ein bisschen, Ja. aber die halten doch sich manchmal ein bisschen zurück. Hinterm Rücken vielleicht kriege ich ein paar mehr Witze. Das könnte schon sein. Aber das verstehe ich auch. Würde ich auch so machen. Tja. Ja. Angelo, ich bin super gespannt auf die Tour. Ja. Ich freue mich total auf das Konzert in Köln. Ja,
vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast, bei mir vorbeizukommen. Sehr gerne. Und Norbert, wenn das Album vom Presswerk fertig ist, also... Mach mal hier nochmal einen Termin. Naja, ich weiß nicht, aber du kriegst welche vorab schon mal. Ja, oh super, ich freue mich total. Also, wie gesagt, das wird das zweite und das erste vor allen Dingen wirkliche selber geschriebene Rockalbum, welches komplett analog ist und wo es nicht nur Mehrspurband, sondern auch Mix, auch auf 2 Spur. Und diese 2 Spurbänder habe ich dann alle nach LA geschleppt und da lecker schön mastern lassen, direkt geschnitten. Und deswegen, das ist mehr analog geht nicht. Selbst bei den Outboard, da mache ich ja meine Ingenieuren und selbst die Band. Ja. Also, der Matthias, der die E-Gitarren gespielt hat, ne? Erster Tag, ich gucke auf sein Brett da. Ich sage, Matthias, keine Digitaleffekte. Oh nein, sag nicht sowas. Und ich habe von zu Hause, habe ich vor Jahren mal gekauft, habe ich so ein, ich habe den Namen vergessen, so eine kleine Band-Delay-Pedal gekauft. Ja. Tolles Ding. Habe ich ihm mitgebracht. Habe ich gesagt, aber Matthias, ich habe hier was, das kannst du benutzen. Nein. Und er war auch zuerst so, oh, was, Angelo, das kann doch nicht sein. Ich so, Matthias, ist so. Nicht nur analog aufnehmen, sondern hier wird kein Keyboard benutzt. Wir haben bei einem Song einen alten Synthesizer benutzt, welches aber wirklich noch analog ist. Also wo es wirklich nur Oscillators und drin alles. Also wir reden da über, das ist das Ding, was Leute manchmal vergessen. Elektromusik am Anfang war auch noch alles analog. Ja, natürlich, klar. Es war ja noch keine Prozessoren da drin. Nein, ganz richtig. Und habe ich nichts dagegen. Alles wunderbar. Spürt man auch sofort. Alten Bug ist einfach wow, weißt du? Aber genau, also bei Klaus im Bass auch und egal wo. Und dann die Hallgeräten. Haben wir ein altes EMT Spring Hall, tolles Ding, benutzt viel. Ein AKG, ein altes Hall, so eine große Holzkiste. Dann noch ein paar andere, aber oder auch das bekannte Roland mit der Bandmaschine. Space Echo? Genau, Space Echo haben wir 2 im Studio gehabt, jetzt die ganze Zeit. Auch gerne mal benutzt hier und da. Also, da ist nicht irgendwo, selbst der Rechner, der im Studiogebäude drin ist, war aus. Also konnten keine E-Mails ankommen in den Tagen. Sehr gut. Ja, ich freue mich drauf. Ja, danke. Ja. Auf jeden Fall kriegst du welche vorher. Vielleicht sogar eine Testpressung. Wenn ich ein paar übrig habe, mal gucken. Schauen wir. Ja. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr wieder alle da wart. Ihr seht, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Und Angelo muss aber nachher noch ein bisschen arbeiten. Wir sehen uns auf jeden Fall bei den nächsten Videos. Schreibt alles das, was ihr zu diesen Sachen zu sagen habt, gerne drunter. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn meine Abozahlen steigen und so weiter. Ganz klar. Aber in jedem Fall sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Video. Bis dann. Vielen Dank, David, danke dir nochmal.